Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview zu dem Thema Hybrid Office Strategy. Ich melde mich heute von mir zu Hause. Wie wahrscheinlich die meisten von Ihnen arbeite ich inzwischen seit über einem Jahr im Homeoffice. Ich arbeite in der Rolle als Business Analyst. Das heißt, ich unterstütze Firmen bei der Implementierung von sogenannten CFM-Systemen. Das nennt sich Computer-Aided Facility Management Software. In den letzten Jahren hat man vermehrt feststellen können, dass sich immer mehr Firmen umorientieren und ihre alten Strategien überdenken. Immer mehr Firmen nutzen sogenannte hybride Modelle, um ihre Büroflächen zu managen. Und das bringt natürlich auch neue Anforderungen an diese Software mit sich. Vielleicht noch mal kurz vorab. Also es gibt das klassische Büromodell. Das sieht man jetzt hier zu meiner Linken. Das heißt, wir haben ein zentrales Büro, meistens im Stadtzentrum. Man hat vielleicht noch verschiedene kleinere regionale Büros. Aber grundsätzlich versammeln sich alle Mitarbeiter rund um das zentrale Büro. Man versucht möglichst nah am Bürostandort zu leben, um möglichst kurze Pendelwege zu haben. Und ja, das Büro dient natürlich als Ort zum Arbeiten, wo die entsprechende technische Ausstattung auch vorhanden ist, wo man sich voll und ganz auf die Arbeit konzentrieren kann. Aber B dient es natürlich auch dazu, dass man sich Meetings zusammenfinden kann, dass man vielleicht sich kurz beim Kaffee auf dem Flur unterhält. Ich denke mal, Sie kennen das ja alle. Die hybride Form sieht etwas anders aus. Auch hier haben wir ein zentrales Büro, aber der Fokus liegt ganz klar auf den Mitarbeiter. Das heißt, der Mitarbeiter kann, wenn es die Arbeit zulässt, von zu Hause aus arbeiten. Er kann auch auf regionale Büros zurückgreifen oder eben nur on demand, zum Beispiel im Coworking Space anmieten. Das heißt, man könnte sagen, Montag bis Mittwoch arbeite ich immer von zu Hause und Donnerstag, Freitag treffe ich mich mit meinem Kollegen dann in einem Coworking Space. Diese deutlich flexiblere Art und Weise zu arbeiten bringt natürlich jetzt auch neue Anforderungen an das Flächenmanagement oder an das Büromanagement mit sich. Und inwieweit sich das auch auf die Softwarelösungen auswirkt, darüber möchte ich heute mit zwei Experten sprechen. Ich habe hier im Call einmal den Frank Bögel von der Firma Planon und den Michael Kirchner von Newmark. Vielleicht könnt ihr euch gerade selber vorstellen. Frank, möchtest du vielleicht anfangen? Ja klar, kann ich gerne machen. Danke, Nico. Ja, mein Name ist Frank Bögel. Ich bin bei der Planon, bin da als Lead Solution Director verantwortlich für die Entwicklung von Smart Workplace Solutions und ja, bin ganz gespannt, was wir da im Bereich von Hybrid Offices und so erleben dürfen. Und Smart Offices gibt es schon eine ganze Weile. Jetzt sehen wir mal voran, wie wir da kommen. Ja, danke Nico für die Möglichkeit, hier sein zu können. Ich bin Michael Kirschner, bin Senior Business Consultant bei Newmark. Newmark ist bekannt als der große Broker, aber ich bin Teil eines Teams, was sich auf das Consulting rund um das Immobilienmanagement konzentriert hat. Das heißt Technologieeinführung, aber auch die Prozessberatung. Und dafür ist natürlich auch die hybride Office-Strategie bei uns einfach gerade der Dreh- und Angelpunkt, weil unsere Kunden danach fragen. Ja, ich hatte jetzt ja das Thema hybride Arbeitsweise oder hybride Arbeitswelt schon mal kurz angerissen. Frank, vielleicht eine Frage für dich. Ich würde jetzt einfach mal ganz flapsig fragen. Inwieweit werden denn CFM-Lösungen überhaupt noch benötigt, wenn man künftig doch hybrid arbeitet? Ja, das hören wir immer wieder mal, aber das ist natürlich irgendwie Quatsch, dass man sagt, man braucht die gar nicht mehr. Weil die Immobilien, es bleiben ja Immobilien, es bleibt irgendwie ein Büroportfolio über. Und das muss genauso bewirtschaftet, verwaltet, überwacht werden. Compliance-Regeln bestehen weiterhin fort und das muss man irgendwie weiterhin dokumentieren und managen. Und dazu braucht es auch immer wieder oder weiterhin eine CFM oder IWMS-Software, ja, vielleicht mit leicht veränderten Anforderungen. Das würde ich schon sehen. Jetzt ist da jetzt nicht jeder so tief in dem Thema drin wie du. Hast du vielleicht mal so ein, zwei Beispiele, wofür man so eine CFM-Software nutzen kann? Ja, also ich hoffe, CRFM ist in dem Umfeld eigentlich ein Begriff, aber so ein Klassiker, den wir immer wieder implementieren, sind so Ticketsysteme. Bei mir das Fenster schließt nicht, die Kaffeemaschine geht nicht, manchmal ist es ein PC-Problem. Also ein klassisches Ticketsystem, das ist dann aber eher zentral. Wenn wir jetzt über Hybrid Offices nachdenken, dann haben wir weiterhin
ich sag mal vorsichtig, eine Art von Service-Management zu erbringen und diese Serviceprozesse abzubilden. Das heißt, die Tickets werden weiterhin gesteuert, aber ich habe sie auf einer ganz anderen Ebene. So wie ich früher zum Beispiel ein Catering organisiert habe, lokal, kann ich mir jetzt sowas vorstellen wie Botendienste, die ich organisieren muss. Ein wesentlich besseres Beispiel sind Arbeitsplätze. Wenn wir über Hybrid Offices reden, dann habe ich eben nicht mehr den einen festen Schreibtisch oder in einem Großraumbüro immer irgendwo einen Platz, sondern da muss ich vorher sagen, in welches dieser kleineren Büros ich reingehen will und muss mir da einen Schreibtisch buchen und gucken, ob der dann auch frei ist. Und würde sagen, das ist eine Buchung, wie wir sie alle kennen aus dem CFM. Gleichzeitig hat sie aber komplett geänderte Anforderungen, weil wir reden nicht mehr über ein Büro oder einen Meetingraum, wo früher der Fokus oft drauf war, sondern wirklich unter Bezugnahme der Standorte und der Büroorganisation als solcher. Okay. Und das waren jetzt mal zwei, drei Beispiele. Was würdest du grundsätzlich sagen, wie weit kann die Softwarelösung künftig auch unterstützen? Welche Abhängigkeiten haben wir, die zu bedenken sind? Also das eine, was ich auf jeden Fall tun muss, ist diesen Portfolio-Ansatz überhaupt unterstützen. Also so Insellösungen, die sich auf ein Gebäude spitzen mit genau allen Spezifika, dass sie nur in dem einen Gebäude funktionieren, die werden halt verschwinden. Ein zweiter Teil, der, glaube ich, unabdingbar ist, um das wirklich gescheit machen zu können, ist, diese Lösungen müssen, ich verwende immer noch gerne den Begriff Smart, sein. Das heißt, wir müssen sie kombinieren können mit Sensorik, mit mobilen Endgeräten, so dass ich tatsächlich sagen kann, diese Prozesse habe ich eben nicht mehr zentral auf die eine Immobilie, sondern dezentral. Plus auch da, du hast das einleitend ganz schön gesagt, auch da wird sich das verschieben, mehr den Mitarbeiter in den Mittelpunkt als eine eher technisch ausgerichtete Software zu haben. Du hast jetzt auch schon mal das Thema Prozesse angerissen. Michael, da bist du ja ziemlich tief im Thema drin. Was würdest du sagen, inwieweit werden sich jetzt auch die Prozesse verändern? Also letztendlich verändert sich der Fokus. Mit den hybriden Office-Strategien liegt dieser jetzt verstärkt auf den Mitarbeitern und deren Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf das gesamte Corporate Real Estate Management. Würdest du sagen, dieses Umdenken kam jetzt Corona-bedingt oder was sind da die Hintergründe? Das Umdenken gab es auch schon vor Corona. Ich glaube, Corona war an der Stelle einfach mal wieder eine Art, ja, beschleunigendes Element an der Stelle, denn getrieben wurde es ja rund um die Technologien zur Zusammenarbeit. In der Pandemie haben noch viel mehr Menschen als nur wir Berater gelernt, dass man von zu Hause aus arbeiten kann, dass man eigentlich von jedem Ort der Welt arbeiten kann. Und das geht so weit, dass halt sehr viele Menschen diese Freiheit auch gerne weiterhaben wollen. Auf der anderen Seite vermissen aber auch diverse Mitarbeiter die Kontakte vor Ort oder ihnen fällt vielleicht zu Hause einfach die Decke auf den Kopf, weil Homeschooling, Homework, das ist alles ein bisschen sehr viel und da vermissen dann doch die einigen sozusagen noch ihr Büro. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass das physische Büro weiterhin benötigt wird. Nur die Unternehmen werden einfach unterschiedlich den Ansatz des Hybriden wählen. Die einen setzen komplett auf Homeoffice, komplett ohne Büro. Die anderen sagen, wir wollen den hybriden Weg und da gibt es auch verschiedene Mischformen. Und wiederum gibt es Unternehmen, die sich bis heute noch überhaupt nicht entschieden haben. Also sag mal, Corporate Real Estate wird auch künftig ein Thema bleiben, ein elementares Thema. Ja. Durchaus, ja. Okay. Und jetzt redet man ja auch immer wieder davon, dass die Städte verwahrlosen. Siehst du das auch so? Wie wird mit Flächen künftig umgegangen? Sagst du, ja, wir werden mit Leerstand kämpfen müssen oder siehst du das anders? Es ist tatsächlich so, wenn wir jetzt schauen, einige Unternehmen haben aktuell ungenutzte Büroflächen, quasi zu viel Fläche. Aber auf der anderen Seite können Sie mit den Flächen, die Sie haben, eventuellen Anforderungen, zum Beispiel nach Abstand, aktuell gar nicht gerecht werden. Das heißt, das Corporate Real Estate Management muss sich einerseits mit einem Überangebot auseinandersetzen, auf der anderen Seite aber auch mit dem veränderten Bedarf. Das heißt, hier ist einfach Flexibilität und auch Agilität im gesamten Portfolio gefordert, weil damit wird letztendlich ja auch wieder, wie grundsätzlich beim Corporate Real Estate Management, auch das Unternehmen unterstützt. Und eins möchte ich hier gerne noch anbringen, gerade der hybride Ansatz. Dort hat einfach die Immobilie noch einmal mehr eine höhere Bedeutung an Identitätsstiftung, weil einfach
Büros dafür da sind, um den Mitarbeiter ein gewisses Erlebnis zu bieten, um ihn auch mit dem Unternehmen zu identifizieren. Ja, jetzt war ja auch der Fokus heute, oder auch der Hauptthema unseres Gesprächs, inwieweit auch Technologie solche hybriden Arbeitsweisen unterstützen kann. Frank, da schaue ich dich jetzt gerade an. Was können wir da erwarten? Ich glaube, wenn man mit den richtigen Lösungen, also wie ich die für Planung vertrete, beispielsweise die Smart Workplace-Lösungen vorgeht, dann kann ich den gesamten Prozess der Steuerung dieser Immobiliennutzung dramatisch verbessern. Ich kann Reservierungsprozesse, Buchungsprozesse und alle unterstützenden Prozesse, wenn ich die mit Sensorik unterstütze und einer guten mobilen App, stark vereinfachen. Ich kann das als Unternehmen in Echtzeit monitoren und dann steuernd in die Nutzung meiner Immobilien eingreifen. Und wenn die Portfolioflexibilität gegeben ist, dann kann ich genauso auch sagen, dass ich oder mein Portfolio aufgrund einer relativ kurzzeitigen Messung und Steuerung dieser Aktivitäten noch hinzufügen kann. Dann eine Zwischenfrage dazu. Du hast jetzt das Thema Reservierung angesprochen. Ich meine, es ist ja an sich jetzt nichts Neues. Man kann kann ja heute auch schon entspannt seinen Meetingraum buchen. Klingt jetzt erstmal nicht innovativ. Naja, richtig innovativ ist es nicht. Das Ganze bekommt nur einfach eine viel größere Bedeutung. Vorher war das, ein Meetingraum wird belegt, haben wir alle sicherlich schon ein paar Mal erlebt. Dann buche ich den Meetingraum, sitzt trotzdem einer drin, der geht dann da raus oder ich nehme den nächsten. Das hat alles so einen wenig verbindlichen Charakter. Wenn ich wirklich sage, ich habe ein hybrides Office und da ist nur Platz für, ich übertreibe jetzt vielleicht mal, nur 5 Mitarbeiter in genau diesem Office, dann habe ich den Effekt, dass ich wirklich sauber steuern muss. Und wenn ich dann nicht da bin, habe ich so Sachen wie, der kommt nicht, dann ist nach eine halbe Stunde nach Buchungsbeginn wird der Arbeitsplatz freigegeben. Und dann gilt wirklich so ein, wer zuerst kommt, mal zuerst System. Da kann ich sehr viel vereinfachen, sehr viel optimieren. Und das bekommt einen ganz anderen Stellenwert, weil es direkten Einfluss aufs Portfolio hat für Einzelbüro, für Einzelarbeitsplätze. Besprechungsräume sind immer da und werden immer da bleiben. Da gibt es nicht viel Flexibilität einzuräumen. Okay, aber an sich würde man flexibler buchen. Und würdest du auch sagen, dass sich auch die Auswahlkriterien zum Beispiel bei einer Buchung ändern? Ja, man auf jeden ist jetzt Fall. ja nicht mehr nur an dem einen Standort gebunden, sondern vielleicht bucht man von zu Hause. Das sind auch Dinge, wo wir überlegen, was man noch optimieren kann. Also es gibt einfach Themen, zum einen müssen wir die Kollaboration fördern. Es gibt Studien, die besagen, dass also 70% der nonverbalen Kommunikation eine Kommunikation steuern. Das heißt, wenn wir Innovation aufrechthalten wollten, muss ich trotzdem Leute nochmal physisch treffen. Also ist ein weiteres Auswahlkriterium tatsächlich, ist der Mitarbeiter, den ich brauche, der Kollege, wirklich an dem Standort. Danach haben wir früher nicht gesucht. Früher haben wir immer gesucht, ist was frei. Und den Rest haben wir nebenbei gemacht. Andere Auswahlkriterien sind wirklich, habe ich eventuell eine gute Verkehrsanbindung, weil ich dann nur auf der Durchreise bin? Kann ich das mit einem anderen Thema verbinden? Ich kann also ganz viele Dinge noch einfließen lassen, die wir heute als Auswahlkriterien überhaupt gar nicht sehen. Ja, ich kann auch jetzt im Zuge der Pandemie sagen, Mensch, in dem Büro in Frankfurt ist es immer besonders voll. Ich will mich schützen. Ich nehme halt ein Büro, das irgendwie für mich vielleicht etwas weiter zu fahren ist. Das nehme ich in Kauf. Dafür bin ich aber da relativ alleine. Das sind so Auswahlkriterien, die wir früher nie anheimgestellt haben. Früher war immer nur, ich brauche einen Platz. Wo ist einer? Da gehe ich hin. Ja, du hast jetzt das quasi aus der Sicht des Mitarbeiters beschrieben, der da eben entsprechend neue Anforderungen hat. Jetzt fokussieren wir uns mal auch auf die Software. Inwieweit wird die den neuen Anforderungen gerecht? Vielleicht, ich denke, das könnt ihr beide beantworten. Vielleicht, Frank, fängst du an? Ja, ich glaube tatsächlich, dass sie eben, bislang haben wir die CFM oder IWMS-Software immer aus dem Blick des Immobilienbetriebes gesehen. Das ist sie natürlich auch weiterhin, denn irgendeiner muss das Portfolio anmieten, irgendjemand muss entscheiden. Also es gibt ja eine komplett neue Rolle, den sogenannten Workplace Strategist. Das ist ja eine Rolle, die gab es vor ein paar Jahren noch gar nicht. Jemand, der also eine Strategie für Büros überhaupt anheimstellt. Also steht heute wirklich mehr der Mitarbeiter im Fokus, der Michael eingehend auch schon gesagt. Und das ist etwas, was die Software komplett anders macht. Nichtsdestotrotz muss sie natürlich dem Unternehmen helfen, das Portfolio besser zu beleuchten. HR, also Personal, hat einen ganz anderen Einfluss nochmal darauf, wenn man so eine Software einführt. Ich glaube, das sind so Dinge, die tatsächlich komplett bei den Auswahlkriterien und Anforderungen geändert sind. Also den Mitarbeiter wirklich einbeziehen zu können und nicht nur einfach auf beispielsweise einer mobilen Anwendung an so einen verlängerten Prozessarm zu setzen, das hat einen ganz anderen Stellenwert. Bin ich bei dir, Frank. Also das CRFM-System, wie du sagst, konzentriert sich einfach auf die Nutzungs- und die Immobiliendaten. Und die anderen Stakeholder, du hattest jetzt HR angesprochen, meines Erachtens nach gibt es da verschiedenste Stakeholder, die haben halt auch noch einmal komplett eigene Sichtweisen.
Deswegen nutzen wir unter anderem bei unseren Kunden dann auch noch die BI-Technologie, um dieses aktive Management und auch um letztendlich diese Entscheidungen zu unterstützen. Was für Entscheidungen meinst du da? Ja, auch wie es der Frank auch gesagt hat. Also es gibt ja Entscheidungen, die der Mitarbeiter trifft, wo möchte er arbeiten, aber das Unternehmen muss auch gewisse Entscheidungen treffen. Und zwar, welche Arbeitsplätze biete ich als Unternehmen an? Wo biete ich diese Arbeitsplätze an? Also biete ich sie in der Nähe der Wohnorte der Mitarbeiter an oder biete ich sie, wie Frank gesagt hat, eher verkehrsgünstig gelegen an? Das heißt, bei diesen Unterscheidungen müssen wir heute uns auch schon mit diversen Daten auseinandersetzen und dabei unterstützen wir auch. Wenn beispielsweise das Unternehmen Büroflächen sucht oder Arbeitsplätze anbieten möchte, die in der Nähe der Mitarbeiter sind, dann sieht man ja, dass das Thema Pendelzeit, die der Mitarbeiter aufbringen muss, dass die hier im Fokus steht. Und das wiederum ist ja auch letztendlich ein Bereich, der getrieben ist durch noch, sage ich mal, weitere Initiativen, die komplett außerhalb des Unternehmens sind. Also beispielsweise diese 15 Minuten Nachbarschaft oder 20 Minuten Stadt. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon einmal gehört habt, ihr beiden? Wir hatten natürlich schon auch Vorgespräche gehabt. Ich denke mal, aber von unseren Zuhörern wird es nicht jeder kennen. Könntest du da vielleicht mal drauf eingehen? Ja, beispielsweise das World Economic Forum und halt auch andere Initiativen, die haben diesen Begriff, also dieser 15 Minuten Nachbarschaft oder 20 Minuten Stadt geprägt. Ziel ist einfach, dass alles in gewisser Erreichbarkeit ist. Alles heißt Arbeitsplatz, Wohnung, Einkaufsmöglichkeit, Freizeiteinrichtung, alles in diesem kleinen Radius. Und das hat sozusagen auch Auswirkungen letztendlich auf die Menschen, was sie an Erwartungshaltung haben und was sie für eine Erwartungshaltung auch an das Unternehmen stellen und was das Unternehmen letztendlich seinen Mitarbeitern bieten möchte oder gar muss. Ja, absolut. Also ich denke, ihr werdet mir auch beide zustimmen, dass wir gerade extrem im Wandel auch schon sind. Ja, gerade wenn man sich anschaut, wie viel Daten gesammelt werden, wie diese ausgewertet werden, wie flexibel man heutzutage schon arbeiten kann. Jetzt wäre natürlich noch die Frage, inwieweit würdet ihr eine Prognose abgeben? Was bringt die Zukunft? Wo kommen wir noch hin? Also ich glaube, wir werden noch viel mehr die Nutzung der Daten, die da gerade entstehen, wie du das gesagt hast, die werden noch viel mehr in den Vordergrund rutschen. Wir sammeln die jetzt, aber der ganze Datenpool, wie so hybride Offices beispielsweise genutzt werden, wächst ja jetzt erst. Und man braucht ja immer eine gewisse Datenbasis, wie immer bei der Statistik, bevor es eine gewisse Aussagekraft hat. Wenn ich das nutze und wenn wir dann tatsächlich das Thema der künstlichen Intelligenz, ohne es überwachend zu meinen, mit einbinden, dann kann da noch sehr viel rauskommen. Also ich sag mal, CFM ist halt heute eher retrospektiv, ja, wir gucken viel nach hinten und überlegen dann, was kommt. Man kann aber eine KI zum Beispiel auch einsetzen, um dann Prognosen rechnen zu lassen und wirklich Vorschläge zu machen. Also wenn ich Mitarbeiterfluktuationen, Mitarbeiternutzung oder Büronutzung durch Mitarbeiter, das ist richtig, auf eine gewisse Zeitachse lege, dann kann ich natürlich auch einen Workplace Strategist oder den Portfolio Manager sagen, Mensch, im Bereich Stuttgart sollten wir überlegen, mehr zu kaufen. Das muss der vielleicht nicht mehr selbst rausfinden. Das nächste kann sein, dass wir die Vorschlagswesen dramatisch verbessern. Wo sind denn meine Leute? Du bist so ein Fitnessfreak, warum buchst du nicht das Büro? Da ist ein Studio direkt nebenan. Solche Dinge kann ich mir vorstellen. Ja, und ich würde auch sagen, die Zukunft bringt neue Möglichkeiten für neue Geschäftsmodelle. Das betrifft die Unternehmen selbst, aber auch beispielsweise die gesamte unterstützende Branche, also das Facility Management. Das Thema, was du vorhin angesprochen hattest, Frank, war ja unter anderem auch Catering und Verpflegung. Zum Stand heute gibt es im zentralen Büro die Kantine. Ich habe jetzt schon gelesen, ich glaube in Hamburg war es, dort gibt es beispielsweise Catering sogar bis ins Homeoffice. Das heißt, wenn man diesen Gedankenweg einmal weiterspinnt, kann das ja auch sein, dass es noch viel weitere Facility Services beispielsweise am Homeoffice gibt, aber halt auch an einem Coworking Space. Reinigung, IT-Services und so weiter. Das ist sozusagen auch eine Möglichkeit, dass sich Unternehmen voneinander abheben können, indem sie ihren Mitarbeitern gewisse Services anbieten, Mehrwerte schaffen. Michael, noch eine abschließende Frage dazu. Würdest du sagen, dass zum Beispiel auch ländlichere Regionen wieder belebt werden durch solche hybriden Methoden in der Zukunft? Denke ich, dass das Potenzial ist auf alle Fälle da, weil wir ja sehen, dass
das Büro kann jetzt sozusagen an jedem Ort sein. Und mir ist jetzt leider gerade keine Statistik bekannt, aber ich bin mir ganz sicher, dass diverse Menschen es da draußen gibt, die eine lange Pendelzeit in Kauf nehmen, weil sie sagen, ich möchte gerne im Grünen wohnen, aber mein Büro ist heute immer noch mitten im Stadtzentrum und ich muss eine Stunde hineinpendeln. Ich denke auch gerade so die Metropolregionen rund um Berlin wird es auch zeigen, dass in diesen Metropolregionen es Bereiche gibt, wo die Menschen sagen, ich möchte wieder ins Grüne ziehen, weil ich kann das jetzt auch besser mit meiner Arbeit kombinieren. Und wenn sich dann, sage ich mal, auch an einem Ort verschiedenste Mitarbeiter ansammeln, diese hybride Office-Strategie, ich hatte gesagt, da gibt es Mischformen. Es heißt ja nicht, dass beispielsweise ein Unternehmen ein hybrides Büro betreiben muss. Es gibt dort auch schon die Option, sich mit Unternehmen zusammenzuschließen. Und ich denke, in einem ländlichen Raum gibt es eine Vielzahl an Büromitarbeitern, die man dann sozusagen mit in so ein hybrides Büro bringen kann. Und das ist meines Erachtens nach auch die Chance für den ländlichen Raum hier an der Stelle. Frank, ich habe gesehen, du nickst. Du stimmst dem zu? Ja, ich kann mir das vorstellen, würde mir das sogar in Teilen wünschen. Aufgrund der technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, die Schwierigkeit, die ich ein bisschen sehe beim Wiederbeleben der ländlichen Region, ist halt für so ein Hybrid Office und Smart Offices braucht es halt eine stabile, schnelle Internetleitung. Zumindest wenn man den Medienechos glaubt, dann hinken wir ein bisschen hinterher. Wenn das ist, würde ich dem, was der Michael sagt, vollkommen beipflichten und sagen, ja, das ist ein absolut gangbarer Weg. Absolut. Dann möchte ich mich erstmal für eure Zeit bedanken. Das war sehr informativ. An die Zuhörer, falls ihr Fragen habt, bitte einfach in die Kommentare schreiben. Ich werde auch nochmal die Kontaktdaten vom Frank und von Michael mit angeben. Wir stehen euch da jederzeit gerne zur Verfügung. Und damit möchte ich mich verabschieden und wünsche einen schönen Tag. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Ciao.